Bin dann nach einem Dreivierteljahr wieder hin, habe Blutergebnisse abgewartet. Er hat ja mir jede Menge Blut abgezapft und dann eine Untersuchung machen lassen, die nach ein paar Tagen dann mit dem Ergebnis auch feststand, ja, gesund, nichts mehr nachweisbar. Ja, nach der Geburt unserer dritten Tochter 1981 bekam ich plötzlich Schmerzen. Zuerst im linken Sprunggelenk, dann im rechten Knie. Und die Schmerzen waren, als es im Kniegelenk war, so stark, dass das voller Wasser gelaufen war und ich damit zum Arzt ging. Beim Sprunggelenk ging es am Anfang noch. Ich habe mich dann einfach etwas zurückgezogen, was die sportlichen Aktivitäten betraf. Aber als das Knie auch noch mit Wasser voll war und prall gefüllt und wenn ich morgens wach wurde und auf Toilette wollte, 10 Minuten brauchte, um das wieder gerade zu bekommen, um dann den Gang zur Toilette anzutreten, das war schon heftig. Ja, ich wusste nicht, was es war, bin dann zum Arzt. Der Arzt konnte mir auch nicht sagen im ersten Moment, was es war. Ja, und dann, nach einiger Zeit, bekam ich auch noch im rechten Handgelenk, ich will es mal nennen, einen Buckel, da auch eine Wasseransammlung. Und da habe ich gedacht, das geht gar nicht. Was ist mit mir? Wieder zum Hausarzt und der sagte, wir machen jetzt ein großes Blutbild, so geht das nicht weiter. Und nach diesem großen Blutbild wurde Rheuma festgestellt. Und zwar Arthritis, das heißt die entzündliche Form. Und ich sagte dann, gibt es dann irgendwas auch, was man dafür nehmen muss oder dagegen nehmen kann? Ich bekam dann Medikamente. Mit diesem Medikament Aureotan war es ich weiß nicht mehr nach welcher Zeit, aber nach einiger Zeit so, dass ich meine Hausaufgaben wieder tätigen konnte, dass ich wieder gehen konnte, was ja vorher, wenn ich einen Spaziergang mit meinem Mann gemacht hatte, sehr unangenehm war. Sobald eine Unebenheit im Bürgersteig war, dass eine Platte etwas höher war oder ein Stein, bin ich auch schon mal dran gestoßen und von diesem Ruck wieder einen heftigen Schmerz gespürt habe. Aber was ich vermisst habe, war diese sportliche Aktivität, die körperliche Betätigung. Weil mein Arzt mir gleich gesagt hatte, kein Sport, kein Tanzen, nichts mehr. Dann hatte ich noch die Hoffnung, ja, aber irgendwann mal. Nein, sagte er, da müssen Sie mit leben, das ist beim Erwachsenen nicht heilbar. Ja, die Jahre gingen so dahin, bis ich 1989 auf einmal Hautreaktionen bekam. Hautreaktion in Form von starkem Hautjucken, nässenden Stellen an den Schläfen und, was ich ganz schlimm fand, die Haare fielen mir aus. Die Haare fielen mir aus. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Und dieses Jucken, das war so unangenehm. Es war ein ständiges Kratzen und ich wurde sehr nervös davon. Ich war mir damals nicht sicher, war ich nervös, weil es juckte oder juckte es, weil ich nervös war. Das war ein Kreislauf. Ich bin dann auch wieder zum Arzt, der sagte, der Hausarzt, da konnte er nichts machen und überwies mich zum Hautarzt und der sagte, ich müsste ins Kreiskrankenhaus. Nämlich vom Kopf her, da bekam ich am Anfang kortisonhaltige Cremes, die hielten nur so lange bis zur nächsten Haarwäsche. Dann habe ich die Haare gewaschen, die hingen ja eh so platt runter von den Cremes, von dem Eincremen. Ja, dann war das Jucken wieder da. Und es bildeten sich schreckliche Schuppenstellen. Dann war es auch noch so, dass dieser Hautausschlag weiterging. Er blieb nicht nur am Kopf, sondern es ging weiter, Oberkörper und ein schreckliches Gefühl, eine Spannung auf der Haut, ja, und immer dieses Jucken. Mein Mann musste mich jeden Tag eincremen, beziehungsweise jeden Abend, weil ich am Rücken gar nicht mich eincremen konnte. Ja, und als die Haare dann immer mehr ausgefallen waren, musste ich über eine Perücke nachdenken. Die Haare waren so dünn geworden, weil an den Schläfen kaum noch was war. Oberhalb war auch der ganze Haaransatz zurückgegangen.
Ja, vor 30 Jahren bin ich also mit meiner Frau nach Münster gefahren, weil sie mich gebeten hatte, da gibt es was, äh, da kann ich gesund werden. Und wir haben auch drüber gesprochen, also auf geistigen Wege, Heilung auf geistigen Wege. Ja, und dann in Münster angekommen, alles freundliche Leute, sehr schöne Atmosphäre, dauerte etwa 2 Stunden. Was man da genau, ich hatte ja auch den Auftrag aufzupassen, dass da nichts passiert, habe ich dann auch gemacht. Aber um was es da genau ging, habe ich gar nicht begriffen. Und wollte ich vielleicht auch gar nicht. Also wir fühlten uns sehr gut, waren ruhig und du hast noch gesagt, nach 10 Stunden Büroarbeit und jetzt noch 2 Stunden sitzen, Ja, und Autofahrt ja auch noch. war einfach schön, nicht? Ja. Wir waren ganz entspannt. Ja, und wir haben dann, so gut es ging, die nächsten Tage auch das gemacht, dieses in der Ruhe sitzen. Wir hatten dann noch gute klassische Musik, die wir dazu spielen ließen. Ja, und haben uns dann aus heutiger Sicht, würde ich sagen, eingestellt, so gut es ging. Und nach ungefähr einer Woche hast du mich gefragt, Darf ich dich gar nicht mehr eincremen? so hast du auch gefragt, darf ich dich denn gar nicht mehr eincremen? Habe ich gedacht, stimmt. Musste er jeden Tag mich eincremen, weil ich auf dem Rücken ja gar nicht dran kam. Und das war ja verwunderlich. Da war ich erst mal ganz erstaunt, wie man sowas überhaupt vergessen konnte. Und da bin ich auch zum Spiegel sofort, habe dann geguckt, wie sieht es auf dem Kopf aus, weil ich auf einmal auch gar nicht mehr das Gespür hatte, ich musste mich kratzen. Ja, und dann sah ich, dass wieder ganz feine, dünne Haut an den Schläfen war, an beiden Seiten und der Juckreiz nicht mehr da. Ob ich mal den ein oder anderen Schuppenkamm noch mal brauchte, um auch die Schuppen loszuwerden, das kann ich jetzt auch gar nicht mehr sagen. Jedenfalls, das grässliche Jucken war da weg. Ja, und im Herbst 1990, nach einem halben Jahr, habe ich gedacht, das ist jetzt so eine schöne Zeit. Es hat nicht mehr gejuckt. Ich habe die Haare wieder. Das ist doch genial, was für die Haut gewirkt hat. Das muss doch auch für die Gelenke gehen. Das muss doch auch, was Rheuma betraf, funktionieren. Bin dann zu meinem Arzt, habe ihm dann gesagt, dass ich erst in einem halben Jahr wiederkommen würde. Da hat er gesagt, auf gar keinen Fall, das geht nicht, was ich machen würde. Ich bin ja nach einem Dreivierteljahr wieder hin, habe Blutergebnisse abgewartet. Er hat ja mir jede Menge Blut abgezapft und dann eine Untersuchung machen lassen, die nach ein paar Tagen dann mit dem Ergebnis auch feststand, ja, gesund, nichts mehr nachweisbar. Keine Rheumafaktoren mehr im Blut nachweisbar. Ja, und ich bin nach Hause und habe zu Manfred gesagt, Manfred, auch Blutergebnisse, 100%ig. Alles klar. Ist das nicht toll? Ist das herrlich? Kann ich ja wieder alles machen. Alles. Kisten tragen, ne? Mhm. Holzstab, Holzstapeln. Wir sind mit Tennisspielen angefangen. Handballtraining war auch eine ganz besondere Erfahrung. In dem Alter noch Handball zu spielen, wo es auch einen Schiri gab, wo es eine Zuschauerbühne gab. Ja, und auch eine gegnerische Mannschaft. Tanzkursus haben wir besucht. Ja. Wanderungen. Alles wieder. Fitnesscenter. Ins Fitnessstudio, genau, sind wir rein. Ja, das hätte ich mich ja früher nie getraut. Aber es war so ein Lebensgefühl, einfach, ich wollte einfach testen, ist das wirklich so? Ich liebte diese Herausforderung auch zu spüren, dass der Körper so reagierte, wie ich es wünschte, wie ich ihn forderte. Das war vorher unmöglich. Ja. Ja, und dann kamen die Enkelkinder und mit den Enkelkindern wieder ein neuer Lebensabschnitt. Die Enkelkinder im Alter zwischen 8 und 22 Jahren, 5 an der Zahl,
haben wir regelmäßig betreut. Ja, und dann die Herausforderung mit kleinen Kindern. Und unsere Enkelkinder haben mich immer so gesehen. Oma, du kannst das. Oma, du machst das. Oma, komm, mach das mit uns. Weil sie mich gar nicht anders kennengelernt haben. Ich war ja ganz gesund. Gesünder als mit 30. Das ist für mich heute unvorstellbar. Wie sowas geht. Und wenn ich damals mich heute gesehen hätte, hätte ich annehmen müssen, da wäre was getürkt. Das geht nicht. Man kann nicht mit 68 fitter sein als mit 30. Das gibt's gar nicht. Aber es geht. Es gibt's. Ich weiß es heute. Und wenn es bei mir geholfen hat und so gut getan hat, dann wird es auch anderen gut tun. Aber sie müssen davon erfahren. Und das ist auch mein großer Wunsch, dass viele davon erfahren.